Heute bei den Late News brach ein Mann in Pirmasens nachts in eine Pension ein, um sich nackt in ein Bett zu legen. Natürlich bezahlte er dann das Zimmer an der Rezeption zur Überraschung der Mitarbeiter am nächsten Tag natürlich auch nackt. Ihm tat es auch leid, eingebrochen zu sein, da er einfach so todmüde war und nur noch schlafen wollte und kam selbstverständlich für den Schaden auf. Nicht geklärt wurde jedoch, wo genau der Mann das Geld für das alles bei sich trug. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend ja nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Per YouTube-Anleitung und mit einer geliehenen Kettensäge wollte eine 25-Jährige in Berlin-Hellersdorf eine Tanne fällen, die zwischen dem Haus ihrer Eltern und der Nachbarn stand. Dabei hatte die Tanne noch nicht einmal ihre Eltern gestört, sondern den Sohn des Nachbarn. Zufälligerweise ein gut aussehendes Unterwäschemodel von H&M. Und vermutlich wegen ihm entschied die 25-Jährige mit Hilfe von YouTube den Baum zu fällen. Wenn es aber eine Sache auf dieser Welt gibt, dann, dass man niemals, aber auch wirklich niemals, sich YouTube-Videos als Anleitung nimmt. So konnte der Brand der Hindenburg, der Untergang der Titanic und der Cats-Film nur passieren, weil sich die entscheidenden Personen dieser Katastrophen vorab Hilfe bei YouTube gesucht hatten. Und so kam es bei der jungen Frau, wie es kommen musste, und die Tanne fiel krachend um. Leider in das Haus ihrer Eltern. Immerhin durften sie, solange die Aufräumarbeiten dauerten, beim Nachbarn wohnen und zumindest kam sie damit ihrem Schwarm etwas näher. Währenddessen in Rendsburg. Nachdem ein Mann von einem Bauern bei Rendsburg auf seinem Bauernhof entdeckt wurde, wie er etwas in seinen Kleinbus lud, rief dieser die Polizei und der Mann ergriff sofort die Flucht mit seinem Kleinbus. Die ankommende Polizei konnte dem Wagen folgen und die Flucht ging über mehrere andere Bauernhöfe, da der Mann so hoffte, die Polizei abzuschütteln. Auf einem dieser Bauernhöfe endete dann die Verfolgungsfahrt abrupt, da der Kleinbus in eine Scheune bretterte, in der bereits mehrere Kilo Heu lagerten. Als die Beamten dann beim Kleinbus ankamen, war die Überraschung groß, da in diesem nicht nur ein 54-jähriger Mann saß, sondern auch mehrere angeschnallte Schweine. Selbstverständlich meinte der festgenommene Mann später vom Haftrichter, dass nicht er gefahren sei, sondern eines der Schweine. Und dass dieses dann mit ihnen den Platz getauscht hatte, als er nach dem Unfall kurz benommen war. Wobei in Schleswig-Holstein gar nicht mal so abwegig. Derweil in Seattle. Man kann über Amerikaner sagen, was man will. Entweder, dass sie strunzdoof sind, weil viele echt versucht hatten, sich vor dem Coronavirus mit Anti-Wurmpaste für Pferde zu schützen. Wohlgemerkt in einer Zeit, wo es auch schon kostenlose Impfungen gab, die keine Nebenwirkungen haben, nicht so wie Anti-Wurmpaste für Pferde. Oder dass die Fettleibigkeit in den USA bei mehr als 75% liegt, vor allem bei Menschen, die zu wenig Geld haben. Nicht zu vergessen, dass die Amerikaner und auch der amerikanische Staat mehr Schulden haben als alle Menschen und alle anderen Staaten der Welt zusammengerechnet. Oder eine Frau im Zoo von Seattle, die mit blonder Perücke und in einem roten Kleid mit einem Blumenstrauß über die Brüstung des Tigerkäfigs geklettert ist und mit den Worten „König, ich liebe dich, ich bin für dich zurückgekommen“ auf einen der Tiger zuging. Oder wie der Tiger es sah, sein Mittagessen mit einem Strauß Gemüse. Unterdessen in Turin. Eine 80-jährige Nonne ist in Turin zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, weil sie über die Jahre mehr als 750.000 € aus der Kollekte ihrer Kirche gestohlen und dann für Luxusreisen nach Las Vegas genutzt hatte, um dort den Rest in diversen Casinos zu verzocken.
Der Betrug war erst aufgefallen, nachdem eine Buchprüfung durch den Vatikan selber herausfand, dass eben diese 750.000 € fehlten. Bei der Buchprüfung hat sich die Nonne an die Regeln der katholischen Kirche gehalten und selbstverständlich versucht, alle belastenden Unterlagen vorab zu vernichten. Denn sagte nicht schon Jesus zuvor, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, außer man kann es vorher schreddern. Und auch zum Verzocken des Geldes zitierte die Nonne vor Gericht Jesus mit: Und der Herr wird machen, dass du Überfluss am Guten haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an Ertrag deines Ackers. Und jetzt setzt alles auf Rot, Daddy hat eine Glückssträhne. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Firefighter mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Firefighter. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen zu vermehrten Feuern kommen wird. Aber keine Sorge, durch mehrere Zufälle ist Froschi Firefighter immer als erster bei den Bränden und hat dann das Benzin ganz schnell mit Wasser gewechselt. Also ein fast normaler September für jeden guten Feuerfreund der Sonne. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.